Herzlich willkommen. Mein Name ist Harald Wally. Ich bin Buchautor, Energiemasseur und ganzheitlicher Naturheiltherapeut. Wir befinden uns heute in Fürstenfeld in der Praxis von Frau Dr. Koller. Ihre Schwerpunkte sind Nährstoffmedizin und Gefäßtherapie. Ich werde Ihnen einen Teil meines Programms Wallieren zeigen, Übungen und Hilfen zur Selbsthilfe. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Meine einfachste und doch schwierigste Aufgabe ist, mit Kindern zu arbeiten. Ich war selber mal Lehrer und ich weiß, wie wichtig ist der Umgang mit den Kindern. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie man mit einem jungen Mann, mit der Mutter gemeinsam etwas verändern kann. Gibst du mir mal deinen? Okay. Kommst du mal? Setz dich jetzt da rein. Die größte Reaktion ist immer der Fuß. Die Kommunikation zwischen Mutter und Sohn und dem Fuß. Oder dem Knie, dem Bauch, dem Kopf. Das Berühren des Kopfes über die Wirbelsäule. Und die Mama kann das übernehmen. Die Füße. Und beobachten Sie einfach die Reaktion. Auf einmal sitzt er aufrechter. Ist natürlich klar, das geht nur für ein paar Minuten, für ein paar Sekunden. Und unser junger Mann macht genau das, was wir brauchen. Die Beziehung Mutter-Kind. Das wichtigste System für mich ist das Lymphsystem. Und das ist zuständig für die Schwellungen, Verhärtungen und Schmerzen am ganzen Körper. Ich zeige Ihnen nun die einfachste oder den Beginn der Lymphdrainage, das Öffnen der Schleusen. Hier im Schlüsselbeinbereich einfach die Finger auflegen und für kurze Zeit verbleiben. Und auch diesen Griff kann jeder Partner mit seiner Partnerin und umgekehrt auch bei Kindern durchführen. Der Schritt geht weiter in den Nacken. Und hier beginnt nun diese Lymphflüssigkeit zu fließen. Und bei sorgsamer Bearbeitung des Nackens befreit sich auch der Kopf. Und all diese Probleme im Kopf-, Schulter-, Nackenbereich ändern sich sehr schnell. Die Schleusen öffnen sich. Und der ganze Stau kann über diese Öffnung hier abfließen in das Blutsystem. Sie können das selber machen, jeden Tag für mehrere Minuten oder Stunden. Wallieren am Bauch. Jeder von uns verspürt hin und wieder Spannungen am Bauch oder diesen berühmten Blähbauch. Ich zeige Ihnen jetzt die Möglichkeit, wie man das sehr einfach verändern kann. Nummer 1 ist einmal nur die Berührung des eigenen Bauches. Eine Bauchatmung. Immer wieder einatmen und ausatmen. Und die zweite Übung dazu ist, die eine Hand hier, die zweite hier. Und beim Ausatmen ganz einfach nach unten abstreichen und die Luft verschwindet.
Vielleicht 3, 4 Mal hintereinander. Und das Schöne bei dieser Übung ist, dass wir es auch selber machen können. Die rechte Hand unter die rechte Brust, die linke unter die linke. Und beim Einatmen wandert nur die linke von der Brusthöhe bis runter zum Becken. Und wieder einatmen und wieder ausatmen. Wallieren. Der Nacken ist unsere größte Herausforderung. Jeder von uns verspürt sie. Die Nackenverspannungen, Kopfweh, Migräne, Zahnprobleme, Augenprobleme und mit den Ohren. Alles liegt in unserer Halswirbelsäule. Ich zeige Ihnen jetzt einen Punkt hier auf der höchsten Spitze des Nackens. Diesen Muskel. Sie brauchen ihn einfach nur drücken und es kommt sofort zu einer Entspannung und gleichzeitig auch zu einer besseren Durchblutung. Der Kopfschmerz verschwindet. Es gibt dann einen weiteren Punkt hier oben drinnen, am Ende des Halses, der ebenfalls zur besseren Durchblutung führt. Und zum Abschluss wieder dieses Lymphen, das Sie bereits kennen, damit der Stau abfließen kann. Jetzt, wo wir gerade beim Nacken waren, jetzt zum Kopf und zu den Augen. Wir haben alle einen riesigen Druck in unseren Augen. Wir sehen manchmal etwas schlechter, aber es geht auch um Konzentration und um bessere Durchblutung. Ein Punkt ist hier, Blase 1. Der kann manchmal rechts mehr oder links mehr schmerzen, das kann man dann einfach ausgleichen. Nach mehreren Sekunden. Oder hier am Beginn der Augenbraue, wo es sehr tief reingehen kann, der auch sehr, sehr schmerzhaft sein kann, nur danach ist der Schmerz weg. Bei Kopfschmerz, Konzentrationsschwierigkeiten und auch bei der Wirbelsäule. Denn dieser Blasenmeridian zieht hier dann weiter über den Hinterkopf, über den Nacken, nach unten bis in den Steiß. Und zum Abschluss wieder dieses Lymphen, damit der Stau abfließen kann. Nächster Schritt sind unsere Füße. Die Fußreflexzonen, die wohl wichtigste Reflexzone überhaupt. Ich kann über den Fuß wirklich alles positiv beeinflussen. Er lässt sich sehr leicht einteilen, der Fuß. Kopf, Schulter, Bauch und das Becken. Hier Eingriff und Beruhigung, genauso wie bei dem Jungen vorher. Dann vorne für die Zehen, für den Brustbereich und schließlich das Ausstreichen der Innenseite, die ganze Wirbelsäule. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Ich kann sie auch einhändig und wechseln zum anderen. Und das kann jeder selber machen oder eben auch der Partner in einer Partnermassage. Und ich kann die ganze Wirbelsäule mit dieser Übung beruhigen. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, nur was liegt unter der Haut wirklich? Es sind viele Verhärtungen und Verspannungen. Man sieht es hier an der Haut, wenn ich diese nicht abheben kann und vor allem auch nicht bewegen kann, wie in einer Welle, langsam über den Muskel drüber ziehen. Auf beiden Seiten. Und das ist eine der größten Herausforderungen, auch bei meiner Arbeit, dieses frei zu bekommen. Auf beiden Seiten. Natürlich gibt es auch hier dann wunderbar diese Punkte, die anfangs immer sehr schmerzhaft sein können.
Aber sie beruhigen sich, je öfter ich es hier durchführe. Einfach das Bewegen dieser Akupressurpunkte. Und natürlich auch hier im Nacken. Schon wie gezeigt, nun in der Bauchlage, hier die Muskulatur nach unten verschieben. Auch mit dem Daumen. Und ich werde Ihnen dann zeigen, wie Sie das selber machen können. Die ganze Wirbelsäule steht ja für unser ganzes Leben. Jeder einzelne Wirbel stützt uns, jeder einzelne Wirbel hat ein Versorgungsgebiet. Ich zeige Ihnen nun ein paar der einfachsten Griffe, einfach über die Wirbelsäule von oben nach unten entlang dieses langen Muskels, behutsam, bis hier, bis zur Kette, dann langsam wieder seitlich hochziehen. Und hier geht es auch wiederum um diesen Blasenmeridian. Der Blasenmeridian beginnt immerhin beim Auge, wie Sie vorhin gesehen haben, über den ganzen Stirnbereich, Kopfbereich und zieht dann hier entlang der Wirbelsäule bis zum Gesäß nach unten. Hier diese Beckenprobleme, hier liegen sehr oft diese Herausforderungen, diese Probleme, um den ganzen Körper wieder in Schwung zu bekommen. Ich kann das auch in dieser Weise, aber langsam. Einfach Haut, Muskel, Sehnen und Bänder in Bewegung setzen. Schwingung gehört zum Wallieren wie vieles andere. Ich möchte Ihnen nun Frau Magister Alexandra Krenn aus Graz vorstellen, die mit der Schwingung des Körpers arbeitet und eine davon ist mit diesen wunderschönen Klangschalen. Und fühlen Sie einfach, was durch diese Schwingung, durch diesen Klang, auch in Ihrem Körper, die Sie nur zuschauen, was hier passiert. Von Kopf bis Fuß, oder auch einzelne Körperteile und vor allem auch die Organe und diese besonderen Chakren beginnen zu schwingen. Ich zeige Ihnen nun einige Übungen, die Sie selbst durchführen können, wie zum Beispiel mit diesem Ball. Ein leichtes Schwingen für die ganze Wirbelsäule, für die Schultern, vor und rück, hoch und tief, das Becken links, rechts oder vor und rück. Einfach zur Lockerung der gesamten Wirbelsäule. Zur nächsten und sehr wichtigen Position für unseren Kopf, einfach im Nacken, diese beiden Punkte ganz leicht drücken, vielleicht etwas nach oben oder auch ganz leicht zur Seite. Einfach nach unten streichen zu meiner Lympfübung. Und stellen Sie sich vor, das Fließen des Gewässers in unserem Körper, die Lymphflüssigkeit. Und schließlich hier im Darmbereich das Abstreichen entlang des absteigenden Dickdarms, damit die Luft aus unserem Körper entweichen kann. Eine Spezialübung habe ich noch. Nachdem wir sehr viel sitzen und unser Nacken und unser Kopf ständig schmerzt, zeige ich Ihnen noch 3 Übungen. Als Wiederholung hier im Nacken diese beiden Punkte am Haaransatz, vielleicht 1 Minute, vielleicht 5 Sekunden lang. Dann streichen Sie hinunter, wieder in diese Lymphposition und schließlich die Ellbogen auf die Tischkante oder so wie hier auf dieses Bett. Und dann führen Sie die beiden Daumen einfach hier in diesen Winkel
bei den Augenbrauen innen und verbleiben vielleicht mehrere Sekunden, ändern dann und fahren dann am Beginn der Augenbraue da tief in das Gewebe, schließen vielleicht auch kurz noch beide Augen und schließlich streichen Sie wieder langsam über das Gesicht, öffnen dabei langsam die Augen wieder hierher in den Lymphwinkel. Ich hoffe, Sie haben durch meine gezeigten Übungen nun Inspiration und Lebenswillen gefunden. Es war nur ein kleiner Ausschnitt aus meiner Arbeit und Sie können mehr, zum Beispiel in meinem Buch Wallieren, ein neuer Weg zur vergessenen Gesundheit, nachlesen bzw. hier in der DVD nachschauen. Weitere Informationen bekommen Sie auf meiner Homepage. Sie können dort unter Terminen schauen, wo ich meine Vorträge veranstalte, und zwar in ganz Österreich, in Südtirol und in Süddeutschland. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns einmal persönlich bei einer meiner Seminare treffen.